Willkommen bei Daniel Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich eine Session machen und filmen. Und zwar beginnt bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber bei mir beginnt leider wieder bald ein Lockdown. Und das heißt, ich werde viel zu Hause sitzen, aber was erlaubt ist Sport treiben im Freien. Und das werde ich auch gleich ausnutzen. Ich werde mir die Ringe nehmen und mich zu einem schönen Spot, hoffentlich finde ich einen, nach draußen hauen. Es ist gutes Wetter, Herbststimmung. Ich habe richtig Lust, ein paar Sachen auszuprobieren. Heute ist Straight Arm Day, vielleicht mache ich aber auch ein bisschen was anderes, keine Ahnung. Ich werde mich ein bisschen nach dem Trainingsplan halten, aber ein bisschen auch nicht. Und werde einfach ein paar Sachen ausprobieren und filmen. Ich habe schon ein bisschen eine Eile, weil es schon relativ bald dunkel wird. Und deswegen möchte ich dann am Ende des Videos noch ein paar Sachen mit euch teilen, die mich aktuell beschäftigen. Also bleibt ruhig dran, falls ihr das hören möchtet. Und ja, ansonsten sehen wir uns gleich beim Trainieren. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich bin jetzt schon hier angekommen, gebe sich den geilen Spot, richtig geile Herbststimmung. Eigentlich nur 3-4 Minuten von meiner Wohnung entfernt, habe ich gar nicht gewusst, war noch nicht hier. Aber ich habe eine Kombo im Kopf, die werde ich ausprobieren. Ich hänge gleich mal die Ringe hier auf, ich hoffe, das funktioniert. Und ja, dann werde ich mich warm machen und auch schon anfangen mit dem Training. Ich weiß nicht genau, was ich machen werde, aber ihr werdet es dann eh sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eyes so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something. So, ich bin abgewärmt, ich habe eine Combo geplant. False Grip, Victorian zu Iron Cross. Innen Ringmuscle up, innen Straddle Planche an Ringen, mal schauen, ob ich es hinbekomme. Zum Front Lever, Walk in den Back Lever, in den Wall and Back Lever. Ich habe schon lange im Kopf und ich will ausprobieren, mal schauen, ob es geht. Ich hoffe, dass ihr es übrigens schafft. Viel Spaß! I'm a survivor. Könnte besser sein, aber ist okay. Ich probiere es nochmal, zweiter Versuch. Auch nichts. So, hier ist der dritte Versuch. Schauen wir, ob ich noch Kraft habe. Der Übergang an den Planche ist so schwer. Ich glaube, ich schaffe ihn nicht, aber ich probiere es trotzdem. Der Beste bis jetzt. Beste wird es glaube ich nicht. So, ich möchte es nicht ganz aufgeben. Einmal geht es vielleicht noch, wenn nicht, gebe ich mich zufrieden.
Nicht wirklich besser, aber ist genug. Puh. So, jetzt wollte ich nur kurz das Thumbnail schießen, aber das Lied ist schon ziemlich weggegangen. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt dann noch gut sehen. Ich habe ja die Combo nicht ganz geschafft. Planche sollte ich noch üben und den Ringen habe ich auch nicht genug geübt, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte es einfach trotzdem einbauen. War lustig, es auszuprobieren, manchmal geht es halt nicht. Aber da ich aktuell nach Plan trainiere, erlaube ich mir zwar ab und zu solche Blödeleinheiten, werde dann aber jetzt trotzdem mich halbwegs, vielleicht mache ich noch ein paar Blödeleien, mich halbwegs dann an meinen Plan halten für heute. Und genau, übrigens kleine Empfehlung, Turmbratscheiben, wenn sie aus Kunstleder sind, halten sie wasserdicht und warm und trotzdem habt ihr Barfußfeeling, wenn ihr draußen seid. Und das habe ich sehr gerne. Und ja, ich bin echt begeistert, es ist wunderschön hier. Es ist echt richtig geil. Ihr könnt es leider nicht sehen auf der Kamera, aber richtig geile Abendstimmung kommt durch die Blätter durch vom Himmel. Genau was ich wollte, in meinen Augen viel geiler als jedes Gym. Genau, und ich werde jetzt noch einfach weitermachen. Ich hoffe, ich kann das Video noch fertig filmen, weil das Lied geht echt bald weg. Aber ich denke, es wird schon hinhauen. Ihr werdet sehen, was ich noch so aufführe. So, die werden eigentlich am Plan gestartet. Als erste Übung Planche Cleans, Max in Kombination mit Front Lever Pull. Jeweils 4 bis 6 Sätze, je nach Verfassung, aber ich glaube jetzt werden es eher 4. So, ich bin jetzt hier 100 Meter aus der Milch draußen. Ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ihr sehen könntet, wo oder was ich mache. Hier ist jetzt nämlich eine Laterne und hier ist auch ein Ast, auf den die Ringe gut gehen, also werde ich hier weitermachen. Kurze Werbeeinschaltung. Schaut sich den geilen Himmel an. Vorher war es noch besser, echt mega. So, ein bisschen Handstand und Bloß noch. Aktuell ist eher der Fokus darauf, dass ich das hier nicht mit Attempts mache, sondern wirklich längere Holds auf den Fingerspitzen, sondern mit nur einem Finger mache, damit ich da mehr Kontrolle reinbekomme. So, jetzt gibt es Tuck Planche, damit mein Planche in den Ringen auch wirklich besser wird hier. Und dann gleich Rows in Combo. So, die mache ich hier gleich immer bis zur Hüfte mit Pause. Warum? Ein Front Lever Pull-Ups ist der letzte Part meiner Schwäche und das kann man hier relativ gut simulieren, hier weiter zu ziehen. So, jetzt gibt es noch Bulgarian Ring Dips. Einerseits super Assistance für Planche, einfach wegen dem Endteil der Bewegung, andererseits auch super Ausgleich, um die Brust ein bisschen zu öffnen, nachdem man viel Planche trainiert. Manchmal nicht so schlecht, nicht nur Übungen zu trainieren, wo die Brust wieder geschlossen ist. Und gemeinsam gibt es das Ganze jetzt noch mit Hefesto Rows, dem False Grip, einfach um meine Unterarme zu stärken, weil ich jetzt nicht jeden Tag Hefesto trainieren will, einfach weil es sehr auf die Strukturen geht. Löse ich das aktuell so, dass ich einfach Assistance-Übungen mache, die nicht so stark auf die Struktur gehen, die mir draußen helfen, im Hefesto stärker zu werden. Und ab und zu ziehe ich dann auch welche, aber jetzt nicht jeden Tag. Und gemeinsam mache ich das gleich einfach als Zirkel mit noch einem erschwerten Plank und noch einem Fingerhold. Genau, das heißt quasi ein Zirkel aus 4 Übungen. Und dann bin ich auch schon fertig.
Okay. Das war's. Ich habe jetzt von allem jeweils 4 Runden gemacht, von dem, was ich vorher auch erklärt habe. Einen Block habe ich rausgelassen, weil ich vorher schon einen Ring an mich zerstört habe. Ja, und ich werde zusammenpacken und nach Hause fahren. Bis gleich. So, fertig mit dem Training, endlich zu Hause. Ehrlich gesagt schon ein bisschen müde, aber sehr zufrieden. Genau. Und noch ein paar abschließende Worte wollte ich euch sagen. Danke erstmal fürs Zuschauen bis jetzt und ich wollte noch ein bisschen was sagen zu der Situation, in der wir jetzt sein werden oder vielleicht schon sind. Je nachdem, wann ich das Video hochlade. Aber auf jeden Fall mit dem Lockdown ist es ja so, dass wir jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr drin sind, je nachdem, was du machst. Ich habe keine Ahnung, ob du bei der Arbeit rauskommst oder nicht. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, aber falls ihr eingesperrt seid, trotzdem rauszugehen, wenn ihr das dürft. Einfach vielleicht in die Natur, auch wenn es alleine nur ist. So wie ich heute, mit die Ringe aufzuhängen. Wenn ihr keine habt, besorgt euch welche. Einfach rauszukommen. Das tut der Seele einfach gut. Und was ich euch aber auch noch sagen wollte, vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch letztes Mal war, aber wie man gesehen hat, in den Statistiken hat man auch gesehen, dass die Selbstmordrate und auch einfach die Depressionsrate raufgegangen ist deutlich in dieser Zeit jetzt, wo die Leute mehr isoliert waren. Und jetzt ist es zwar voraussichtlich nur ein kürzerer Lockdown, wir wissen es nicht genau, aber ich möchte euch einfach motivieren, die Zeit vielleicht zu nutzen, einfach mal drauf zu schauen, wie es euch selbst eigentlich wirklich geht, tief drinnen, nicht nur oberflächlich. Weil wir sind oft so beschäftigt und haben viel Ablenkung, wir sind auf dem Handy, wir sind in der Arbeit, wir können uns immer ablenken. Aber jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht wirklich zur Ruhe kommen können und mal nichts Großartiges passiert, einfach diese Stille, wenn wir das, glaube ich, nicht aushalten können, wenn wir da nicht zufrieden sein können, können wir es, glaube ich, sonst auch nicht wirklich sein. Weil das eigentlich, ich glaube, ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht etwas in uns unruhig ist, was wir vielleicht einfach wegdrücken durch viel Arbeit, viel Beschäftigung. Aber manchmal gibt es Sachen tief drinnen, die einen wirklich ernsthaft beschäftigen oder die, wo es vielleicht einem nicht gut geht. Wegen was auch immer das sein mag. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es auch vielleicht auch eine Chance, dass solche Sachen raufkommen dürfen. Ich glaube, da brauchen wir auch keine Angst davor haben, dass wir Sachen, die vielleicht in uns sind, rauflassen dürfen. Ich habe das sehr im letzten Lockdown gemerkt, dass es mir gut getan hat, einfach auf manche Sachen, wie ich vielleicht die Welt sehe oder wie ich denke oder was ich glaube, zu hinterfragen, ob ich eigentlich zufrieden bin mit dem, wie ich lebe und was ich in meinem Leben mache. Und ja, ich bin auch gläubig, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt, der da ist, der uns liebt, der uns auch vergibt und dass wir auch nicht alleine sind in dieser Zeit, dass es jemanden gibt, der auch einen größeren Plan darüber hat. Aber auch wenn du nicht gläubig bist, möchte ich dich trotzdem einladen und motivieren, einfach dir vielleicht die Zeit einfach wirklich zu nutzen, um einfach mal in sich selbst reinzuschauen. Das kann manchmal vielleicht schmerzlich sein, aber trotzdem ist es, glaube ich, im Endeffekt immer gut, das zu machen, weil, wie gesagt, niemand von uns ist perfekt, jeder hat Probleme und falls ihr Probleme habt, beziehungsweise falls ihr merkt, hey, ihr seid vielleicht einsam, möchte ich euch motivieren, ladet einen Freund ein, einladen dürft ihr nicht, aber ich meine, ruft einen Freund an, das wollte ich sagen, oder zoomt mit dem, was auch immer, ihr seid nicht ganz alleine, auch falls ihr vielleicht Probleme damit habt, dass ihr eben zu viel zu Hause seid, geht es eben raus. Nutzt die Zeit einfach sinnvoll, das kann ich euch wirklich sagen und euch dazu motivieren. Ich glaube, es ist nicht ganz umsonst, auch wenn es vielleicht mühsam ist, jetzt wieder mehr drinnen zu sein. Ich glaube, es ist aber trotzdem gut, eben wie gesagt, mal einfach in sich reinzuschauen, was da so ist man zufrieden oder nicht. Kannst du mir mal selbst in die Kommentare schreiben, was du so denkst. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall jetzt noch zum Ende kurz mit euch teilen, weil es einfach zur aktuellen Zeit passt. Genau, ich gönne mir jetzt noch eine Kürbiscremesuppe und Halloumi und freue mich schon aufs Essen. Bis dann. So, hier wird schon gekocht. Was machst du, Süße? Ich kann das nicht. Ich bin echt kein Profi in sowas. Ja, das passt echt. Halloumi Sehr gut. mit Reis und Kürbissuppe. Super gut. Das gönnen wir uns jetzt. Nicht schlecht. Danke, Süße. Danke fürs Zuschauen. Wir genießen das jetzt. Tschüss.